Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal bei Oldschool Hunter. Ostern ist vorbei und das ist für mich der Startschuss für die Halloween Season 2021. Das Oster-Special verlinke ich euch hier oben nochmal in der Ecke. Schaut es euch an, es lohnt sich auf jeden Fall. Die Vorbereitungen für das Halloween-Fest dieses Jahr beginnen für mich mit einem Experiment, denn ich möchte die Kürbisse für dieses Jahr selbst heranzüchten. Dafür habe ich mir hier die Samen vom Kürbis vom letzten Jahr aufgehoben. Das war eine Sorte, die nannte sich Riesenkürbis. Die hat es immerhin auf 50 Kilogramm für den Kürbis gebracht. Wenn ihr selbst schon einmal Kürbisse angepflanzt habt, schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt mir rein, was hat bei euch funktioniert, was hat nicht funktioniert. Ich denke mal, das könnte ganz interessant sein. Ansonsten habe ich im Internet mal geschaut und habe 3 Sachen gefunden, was man beim Anpflanzen der Kürbisse beachten sollte. Diese 3 Sachen würde ich für euch einfach mal testen, das heißt klickt auf Abonnieren, damit ihr die Updates auf keinen Fall verpasst. Und da würde ich sagen, wir starten einfach mal. Ich zeige euch die 3 Herangehensweisen und wir pflanzen die Samen einfach mal ein. Die erste Variante ist dabei wahrscheinlich auch die einfachste, denn dabei werden die Kürbiskerne einfach so wie sie sind 1 bis 2 cm tief in die Erde gesteckt. Ich verwende dabei einfache Anzuchttöpfe und normale Pflanzenerde, die man im Baumarkt kaufen kann. Am Ende wird dann die Erde mit ein wenig Druck angedrückt. Variante 2 beginnt damit, dass die Kürbiskerne eingeweicht werden. Dafür lege ich diese in ganz normales Leitungswasser, worin sie 24 Stunden einweichen müssen. Anschließend werden die eingeweichten Kerne wieder 1 bis 2 cm tief in die Erde der Anzuchttöpfe gesteckt. Und am Ende wird auch hier wieder alles mit leichtem Druck angedrückt. Die dritte Variante finde ich persönlich sehr interessant, denn hier werden die Kerne zunächst mit Hilfe von Sandpapier oder einer feinen Raspel angeraut. Anschließend werden die Kerne auch hier wieder für 24 Stunden in Leitungswasser eingeweicht. Nach dem Einweichen werden auch hier die Kerne wieder 1 bis 2 cm tief in die Erde gesteckt und mit leichtem Druck angedrückt. Okay, die Samen sind eingebracht. Als Tipp habe ich noch gelesen, das Ganze mit Frischhaltefolie abzudecken. Das heißt, ab jetzt heißt es, alles schön feucht halten, Frischhaltefolie drauf und bei 25 Grad Zimmertemperatur warm stellen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie das Ganze vorangeht. In der Zwischenzeit schaut euch ruhig die anderen Videos auf meinem Kanal an und wartet auf das Update, wie das hier weitergeht. Bis dahin, bleibt gesund.